Hallo und ganz herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von Quellweisheit, dem Podcast für deine spirituelle Meisterschaft. Ich bin Marlene Katharina und gebe dir Quellbotschaften aus dem höchsten Bewusstsein durch, die auf tiefsten Ebenen wirken. Denn es ist eine Schwingungsübertragung, die stattfindet und dich daran erinnert, was du wirklich bist. Wir freuen uns so sehr, heute hier mit dir, mit euch zusammen zu sein. Oh, welch ein Wunder, welch ein Wunder, welch ein Wunder ist das Leben, dein Leben, das Leben, alles Leben. Das Wunder zu erkennen bedeutet, sich zu lösen vom Werten. Das Wunder zu erkennen bedeutet, sich zu lösen vom richtig und falsch. Das Wunder zu erkennen bedeutet, die Abgründe der Menschheit als eigene Abgründe anzunehmen. Solange ihr den Menschen, der euch gegenüber ist, den Menschen, der in eurem Leben ist, der Mensch, den Menschen, der für euch greifbar oder für euch ungreifbar definiert oder undefiniert als bedrohliche Masse, solange ihr diesen Menschen, irgendeinen Menschen als Widersacher empfindet, seid ihr nicht frei, alles zu sein, was ihr seid. Denn ihr verneint euch das Alles-Sein. Ihr verneint euch zu sein, alles, was ist, uneingeschränkt, mit jeder Schwäche, mit jeder Stärke, mit jedem richtig, mit jedem falsch, jenseits von richtig und falsch und doch erlebend, wie es ist, wenn ein Konzept aufgeht, wenn ein Konzept nicht aufgeht, wenn ein Weltbild entsteht und ein Weltbild dem entgegensteht, wenn Weltbilder zerfallen, neu entstehen, zerfallen, neu entstehen. Die Möglichkeit, die dir und euch gegeben ist, über all das hinauszugehen, über all das hinauszugehen, indem ihr erkennt, dass die Form immer noch die Form ist und sich nur in Liebe wandelt, wenn ihr die Liebe erlaubt, wenn ihr der Form die Essenz zurückgebt, wenn ihr in der Form die Essenz erkennt, wenn ihr nicht die Form für ihre Formhaftigkeit wertet, sondern die Form als Liebe erkennt und als solches behandelt. Das wohl Schwierigste für den Menschen ist, zu erkennen, wie er sich selbst zerstört und nichts zu tun. Das wohl Schwierigste für den Menschen ist, zu erkennen, wie es gemacht werden muss und es nicht tun zu können, machtlos zu sein. Die Macht der Liebe setzt überall an jeder Stelle. Und doch, das Greifbare erscheint konkreter, erscheint mächtiger als das Nicht-Greifbare, als die Liebe. Wir sagen, ihr befindet euch kollektiv an einer Stelle, an der ihr all das wählen konntet, was ihr wählen wolltet, all das erleben konntet, was ihr erleben wolltet, und nun fühlt, dass ihr doch nicht die Macht habt, die Welt auf die Weise zu kreieren, zu gestalten, wie ihr sie wollt. Denn es gibt Kreierer und Gestalter, die euch entgegenhandeln, die eurem Wohlwissen entgegenstehen, anders handeln als das, wie ihr fühlt, dass gehandelt werden sollte, gehandelt werden muss aus der Liebe heraus, um Harmonie zu kreieren. In diesem Gefühl seid ihr gebunden in eine Harmonie, die in Form gebracht ist. Ihr seid gebunden in ein Erschaffen von einer Harmonie durch Ursache und Wirkung. Nur wenn ihr euch davon löst, nur wenn ihr darüber hinausgeht, so ist euch eine Harmonie gegeben, die über alles erhaben ist, die durch alles hindurch ist, die alles annimmt, ohne es gut oder schlecht zu heißen, ohne es hochzuheben oder niederzudrücken. Wir sagen, jener, der in und durch alles hindurch die Liebe wahrt, ist in der Macht der Liebe, ist der Bewahrer des Ausdrucks der Liebe im irdischen Spiel. Jener, der die Liebe nicht nur bewahrt, sondern sie auszudrücken vermag, ohne in die Wertung zu gehen, ist erhaben,
erhaben dem Spiel, welches sich selbst immer wieder neu spielt, welches immer wieder neu verliert, um neu zu spielen, um den Gewinn. Die Welt hat sich nicht erschaffen, um sich zu gewinnen. Die Welt hat sich erschaffen, um sich immer wieder neu zu verlieren, immer wieder neu in der Materie zu verlieren, um über sich selbst hinauszugehen. Das über sich selbst hinausgehen ist das Liebe erkennen. Das Liebe in allem erkennen, das Verstehen, das nicht darauf warten, dass der andere versteht. Das Verstehen, dass das Verstehen nur selbst erlaubt werden kann. Dass nur du selbst jener bist, der verstehen kann. Dass durch alles, was du nicht verstehst, ein neues Erstehen, ein neues Verstehen in dir entsteht. Das ist die Herausforderung der Zeit. Die Zeit fordert heraus, alles in ein paradiesisches Sein zu verwandeln. Die Zeit fordert dich heraus, das paradiesische Sein zu sein, selbst zu sein, das zu tun, was dir entspricht, ganz gleich, ob es erfolgreich ist oder nicht. Mit dir integer zu sein, ganz gleich, was um dich herum ist. Deine Werte nicht aufzugeben und zugleich nicht an ihnen festzuhalten, aufgrund von Prinzipien, aufgrund von Hergebrachtem, aufgrund von Gelerntem und Übernommenem. Dich immer wieder neu in dir als Liebe zu wissen und auszudrücken, das ist dein Paradies auf Erden sein. Versuchst du über das, was das Menschsein spielt, hinauszugehen, indem du dich nicht daran hältst, so wirst du merken, dass du das Spiel spielst, indem du es versuchst zu unterwandern, indem du versuchst, anders zu spielen, jedoch in dem Spiel seiend anders zu spielen. Wir sagen, das anders Spielen, es funktioniert nur dann, wenn deine Frequenz eine andere ist. Keine beschuldigende, keine Opfer innehabende Haltung. Wenn deine Revolutionskraft die Liebe ausdrückt und weiß, dass das, was geschieht, Erfahrung ist, dass jedes, was geschieht, Erfahrung ist, dass du um diese Erfahrung gebeten hast. Nicht direkt so. In den meisten Fällen hast du um diese Erfahrung gebeten, ohne zu wissen, dass du darum gebeten hast. Denn du wolltest in die dauerhafte Liebe hineinkommen. Du hast gesagt, lass mich unbeirrt und bedingungslos göttlich lieben. Mit diesem Satz, den du auf diese oder andere Weise ausgesprochen hast, für den du stehst, mit diesem Satz hast du erlaubt, dass alles, was dich davon abhalten könnte, zu lieben, dir zu Füßen gelegt wird. Jede Erfahrung, die dich davon abhalten könnte zu lieben, wird dir zuteil, damit du auch durch diese Erfahrung hindurch lieben kannst, damit du auch in dieser Erfahrung die Liebe wählen kannst, damit du auch in dieser Erfahrung sehen kannst, dass du nicht übergeordnet, nicht untergeordnet bist, dass du wählst, Liebe zu sein oder Polizei, dass du wählst, Recht zu haben, Recht zu bekommen, verstanden zu werden oder den anderen zu verstehen, das System zu verstehen, die Umstände zu verstehen, aus dem Verstehen den anderen Recht zu geben. Kein Universalrecht, kein Einzig und Alleinrecht, jedoch ein Recht, das aus dem Verstehen kommt.
Ich gebe dir recht. Aus deiner Perspektive gebe ich dir recht. Du willst das Gute, das sehe ich. Ich gebe dir recht aus deiner Perspektive. Ich verstehe, dass du nicht frei davon bist zu neiden und aus dem Neid heraus Dinge zu tun, die anderen Menschen, anderen Tieren schaden könnten. Ich gebe dir recht, dass du als Mensch diese Möglichkeit hast zu fühlen und aus diesem Gefühl heraus ein solches tun kannst. Ich gestehe dir dies zu, ich verstehe dich. Ich spreche dir deine menschliche Erfahrung nicht ab, ich spreche mir meine menschliche Erfahrung nicht ab. Allein und einzig und allein durch dieses Nadelöhr des Verstehens gelangt die Macht der Liebe in eine Tiefe des Ausgedrücktwerdens auf Erden. Es ist eine Liebe, die ohne Worte berührt. Es ist eine Liebe, die ohne Kommunikation kommuniziert. Es ist eine Liebe, die liebt, vor allem, durch alles und hinter allem liebt. Es ist eine Liebe, die weit über das Richtig und Falsch hinausgeht. Es ist eine Liebe, die über sich selbst, über die eigenen Werte, über den eigenen Schmerz, über das eigene Empfinden hinausgeht und liebt. Es ist eine Liebe, die erkennt, dass sie nur dann in ihrer Macht, in ihrer Kraft ist, wenn sie durch alles hindurch liebt, wenn sie nicht besiegt werden kann durch etwas, das ihr scheinbar entgegensteht, durch etwas, das falsch erscheint, durch etwas, das offensichtlich anders gemacht werden sollte, nicht mehr zeitgemäß ist, nicht erwünscht ist. Die Liebe allein vermag es, alles sein zu lassen, frei von Wertung, allem sein, frei wählen, den freien Willen zuzugestehen. Diese Liebe erlaubt dir, erlaubt euch als Pionier, als Vorreiter, als jene, die es wagen, über ihre Werte hinauszugehen, über ihre Wertungen hinauszugehen, über ihre Bewertungen, Erfahrungen von richtig und falsch hinauszugehen. Diese Liebe erlaubt euch, den Pionieren, euch, die sich darauf einlassen, einen Wandel, der nicht linear vonstatten geht, einen Wandel, der quantensprüngig in eine neue Realität erlaubt. Der Wandel stellt sich nicht durch Widerstand ein. Widerstand provoziert Ursache und Wirkung. Wenn du siehst, dass etwas nicht so ist, wie es sein sollte, und versuchst, es zurechtzubiegen, so ist das, was geschieht, genau ein sich verstricken in Zurechtbiegen. Hast du jemals versucht, einen geraden Nagel krumm zu machen und ihn dann wieder gerade zu bekommen? Oh, du weißt, er wird niemals so gerade wie zuvor. Mit jedem ihn begradigen, verwirrst du ihn ein klein wenig mehr. Er mag am Ende gerade scheinen. Doch das, was die wirkliche Kraft dieses Nagels ist, stellt sich dadurch her, dass du ihn als Nagel erkennst, als Nagel anerkennst und als Nagel verwendest. Wir sagen also, erkenne in jedem Menschen den göttlichen Ausdruck. Erkenne, dass du durch Lieben jeden Menschen
erinnerst an das, was er ist. Nicht durch Zurechtweisen, nicht durch Zurechtbiegen, nicht durch anders haben wollen. Durch das sich erinnern, was es ist, wird Harmonie hergestellt, wird Erkenntnis provoziert, ohne dass sie erschaffen werden kann für diesen, für jenen. Ebenso wenig, wie du dich in die Erkenntnis bringen, zwingen kannst, kannst du jemanden anderen in die Erkenntnis bringen und zwingen. Du kannst Erkenntnis fördern, indem du zur Verfügung stellst, dich zur Verfügung stellst, in der Harmonie, als Teil der Harmonie, als Fluss von Liebe, als Kanal der Liebe, als Erlauben von Liebe. Du kannst fördern, das Erkennen, kannst es jedoch niemals zwingen. Die Voraussetzung für Erkenntnis ist immer, stets und immer ein Erlauben. Jener, der im Widerstand ist, er hat schwierige Voraussetzungen, um zu erkennen. Hat er lange genug Widerstand geleistet, sind seine Muskeln schon ermüdet. So mag es sein, dass er in einem Moment des nicht weiter im Widerstand Seins, da die Muskeln schon ermüdet sind, loslässt. Für nur diesen kleinen einen Moment und in diesem kleinen einen Moment erkennt. Das mag geschehen. Das mag vor sich gehen. Vor sich gehen. Nicht geschehen gemacht werden. Bezwungen erzeugt werden. Es ist ein Erlauben. Das Erlauben findet jeweils in dem jeweiligen Individuum statt. Nur du allein kannst deine Erkenntnis erlauben, über das Erlauben, über das Empfangen, Loslassen, Sein lassen. Oh, welch Schwierigkeit das Seinlassen in sich trägt, denn die Erwartungen sind groß. Die Erwartungen an dich selbst geben dir vor, wie du sein willst. Wirst du dann nicht so gesehen, wie du dich fühlst zu sein, so fühlst du dich verkannt und bist in der Enttäuschung von dir selbst und dem anderen, der dich eben nicht so erkannt hat, nicht so erkennt, wie du fühlst zu sein, wie du sein willst, wie du denkst zu sein. Die Erwartungen an andere, die du hegst, seien sie noch so natürlich, seien sie noch so selbstverständlich und alltagswichtig. Sie bringen dich doch dazu, den anderen zu messen, mit dem Maßstab von richtig und falsch, mit dem Maßstab von natürlich und unnatürlich, mit dem Maßstab von so soll es sein. So war es immer. So funktioniert es und so soll es nicht sein, funktioniert es nicht, war es noch nie. Nicht die Zeit lehrt dich. Was dich lehrt, ist der Moment. Der Moment des Liebens lehrt dich, was Harmonie ist. Wir wissen, diese Herausforderung ist größer, als für euch tragbar erscheint. Jedoch nicht so groß, dass es für euch nicht tragbar, nicht spielbar, nicht haltbar. Dir und euch wird nur und stets immer nur das gegeben, wofür ihr die Kraft habt, die Muskeln, das Trainingsfeld, um zu üben, um zu lernen, um daran zu wachsen. Niemals, niemals wird euch mehr zugemutet, mehr gegeben, als das, woran ihr wachsen könnt, als das, womit ihr umgehen könnt. Niemals eröffnet sich euch etwas, das euch erdrückt, das euch zerstört.
Fühlt ihr euch also zerstört? Fühlt ihr die Bedrohung, zerstört zu werden in eurem Energiefeld, in eurer Identität, in dem, was euch ausmacht, in dem, was euch durchfließt an Licht, an Liebe, an Göttlichkeit? Fühlt ihr zerstört zu werden oder bedroht zu sein in eurer Essenz? So ist das eure Wahl, die euch verdichtet und euch zerstörbar macht. Geht ihr in die Liebe hinein, zurück in das einfach Sein, in das Fühlen, dass das Gegenüber du selbst bist, dass du selbst dieser Mensch bist, der so schrecklich ist, der gewählt hat, anderem Leid zuzufügen, euch Leid zuzufügen. Fühlt ihr auch dieser Mensch zu sein? So erkennt ihr, dass ihr in der Lage seid, alles zu tun. Und dieses alles tun doch in seinem Kern, in seiner Essenz Liebe ist. Es ist also nicht so, dass ihr verkannt werdet. Es ist so, dass ihr verkennt. Denn ihr erkennt nicht, dass das Tun des anderen immer in Liebe gründet, auf Liebe fußt und Liebe in sich trägt. So ist an euch nicht zu verkennen, sondern zu erkennen. Es ist an euch, das Gegenüber, welches euch schaden will, zu lieben. Es ist an euch, euch selbst in dem Gegenüber zu finden und zu lieben, zu sehen, dass ihr wählt als primäre Erfahrung dies zu haben in euch, in eurem hiesigen Körper, jedoch dies euch nicht davon freispricht, auch all diese anderen Erfahrungen zu sein, auch dieser Bösewicht zu sein, auch dieser Mensch, der sich in Neid und Eifersucht verheddert, da er die Liebe nicht fühlt, die er ist, da er die Liebe nicht zulässt, die er zulassen könnte, die ihm zufließt, da er im Widerstand ist gegen das, was er selbst ist, was ihn ausmacht, was ihn leben lässt. Nur einzig und allein über das Mitgefühl für euch selbst in jeder Form, führt jeder Weg ins Paradies, in die Liebe, in die quantensprüngige Realitätsverwandlung. All dies bedeutet nicht, dass ihr für den anderen übernehmt, das zu tun, was getan werden sollte. Es bedeutet, immer zu fühlen, ist dies hier meine Aufgabe, ja oder nein? Wenn euch der andere vorwirft, dass ihr eine Aufgabe tut, die nicht eure ist, dass ihr nicht all dies tun solltet, so ist das nicht das Indiz dafür, dass ihr es nicht tun solltet. Werft euren Fokus nicht in den anderen. Werft eure Verantwortung nicht in den anderen. Werft eure Macht nicht in den anderen. Werft eure Macht in die Essenz, die Göttlichkeit, die Kraft von innen. Und seid aufrichtig mit dem, was aus dieser inneren Kraft euch gegeben ist. Als Ja, als Nein, als richtig, für dich, für diesen Moment, für das Jetzt, als nicht stimmig, für diesen Moment, für dich, für das Jetzt. Es gilt immer wieder in sich zurückzurufen, nicht aus sich heraus, sich zu versuchen, in den anderen zu versenken, um ihn zu belehren, um ihn zu bekehren, um ihn zur Vernunft zu bringen, in die Vorstellung von zwischenmenschlichem Umgang zu bringen. Es gilt nicht, das Spiel zu boykottieren und zu beweisen, dass dieses Spiel für dich, für euch nicht zählt.
Es gilt, alles anzuerkennen, alles sein zu lassen und aus diesem Seinlassen heraus die Liebe wieder in ihren Fluss zu erlauben. Einzig und allein im Erlauben des Flusses der Liebe zeigen sich neue Möglichkeiten, lösen sich die Verknotungen, die sich ergeben haben, die Verstrickungen, die Türen zuschlagen, lösen sich all diese Dinge, nicht in etwas Erwartetes hinein, nein, in das Sein hinein. Was ist nun dieses Sein? Das Sein ist das Erlauben von allem, was ist. Das Sein ist das Wissen, dass du alles bist. Das Sein ist das Erkennen, dass du dieses Spiel mit dir selbst spielst. Dieses Spiel mit deinem größten Widersacher, der dein liebster ist. Dein größter Feind, dein feindseligster Feind sowie dein geliebtester Liebster. Die Kämpfe, die du kämpfst sie nicht mit den ärgsten Feinden. Du kämpfst sie mit jenen, mit denen du im Frieden sein willst. Du kämpfst sie dort, wo du Harmonie willst. Du kämpfst sie, weil du bereits investiert hast, weil du nicht aufgeben willst, weil du doch in deinem richtig erkennen, richtig liegen willst. Nicht um richtig zu liegen, nein, um die Harmonie, wie du sie sehen kannst, sie dir vorstellen kannst, zu bewirken und zu erzeugen. Wir sagen, es gibt so viele, unendlich viele Entwürfe zu leben und dies als harmonisch zu empfinden. Der intellektuelle Mensch, er hat gelernt zu richten und zu werten und versucht somit eine Harmonie als die endliche, die letztendlich, die endgültige Harmonie, die am Ende steht, zu bewirken. Es gibt nur eine weit darüber hinausgehende Harmonie, die alles umfasst und nichts verachtet. Und das ist die Harmonie, die sich aus der Liebe, der Frequenz der Liebe heraus ergibt. Es ist eine Herausforderung für jeden von euch, denn es verlangt euch ab, verlangt von euch, dass ihr das Spiel Spiel sein lässt, ohne siegreich daraus hervorzugehen. Und doch siegend seid. In jedem Moment in diesem Spiel. In jedem Moment, in jedem Jetzt. Im Spiel und jenseits des Spiels zugleich. Da ihr liebt. Und diese Liebe das Einzige ist, was alles wandelt. Alles wandelt. Die Erde, die vergiftet worden ist, die Umwelt, die missachtet und zertrampelt worden ist. Alles wandelt sich in die Liebe, wenn du liebst, statt den Fokus in der Verdichtung zu halten. Oh, wie wir dich lieben. Oh, wie wir deine Liebe lieben. Oh, wie deine Liebe alles wandelt. In jedem Moment, in dem du ihr den Fluss erlaubst, in dem du deinen Widerstand der Liebe hingibst. Wir lieben dich, wir lieben euch, wir lieben, oh wie sehr wir die Tiefe der Liebe lieben, die du bist, die ihr seid, die alles ist. Wie sehr wir euer Erlauben, euer Wissen, eure Harmonie in göttlichem Sein lieben. Denn wir sind die Liebe, die du bist. Wir sind alles, was ist, so wie du alles bist, was ist. Und damit sind wir für jetzt, für hier, vollkommen